Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Das heutige Abschlusstraining für das Spiel morgen Abend gegen Manchester City könnte das letzte Training sein für Xabi Alonso als Trainer von Real Madrid. Denn laut Marca, laut AS, laut El Mundo, laut La Cope, laut El Larguero und ich könnte endlos so weitermachen, laut sämtlicher spanischer Medien ist das Spiel gegen Manchester City das erste Endspiel für Xabi Alonso bei Real Madrid. Und das scheint unser Trainer auch so wahrgenommen zu haben und hat sich laut El Chiringuito die Mannschaft zum ersten Mal zur Brust genommen. Was da los ist, sämtliche Informationen, wie ihr es kennt, in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, nach der Niederlage zu Hause gegen Celta Vigo wiegt die Enttäuschung noch sehr. Und die Enttäuschung wog so schwer, dass Florentino Perez der letzte Mensch war, der das Santiago Bernabéu nach dieser Niederlage verlassen hat. Es gab ein Krisengipfel im Santiago Bernabéu. Es wurde über die Zukunft der Mannschaft, über die Zukunft der Spieler und vor allem über die Zukunft des Trainers Xabi Alonso wurde gesprochen. Denn so sehr ein Florentino Perez den Trainer, den Spieler und vor allem den Menschen Xabi Alonso respektiert, zählen am Ende beim Fußball die Ergebnisse. Und die bleiben in den letzten Wochen leider aus. Real Madrid hat von den letzten 5 La Liga-Spielen 6 von möglichen 15 Punkten geholt. Real Madrid hatte einen Vorsprung von 5 Punkten auf den FC Barcelona und Stand heute ist der FC Barcelona 4 Punkte vor Real Madrid. Die erste Zeitung, die von diesem Krisengipfel berichtet hat, war El Mundo. Die haben geschrieben: Frühmorgens fand im Bernabéu ein Treffen statt, um über die Zukunft von Xabi Alonso zu beraten. Real Madrid sondiert bereits den Trainermarkt. Nach unterschiedlichen Meinungen scheint das Spiel gegen City seine letzte Chance zu sein. Die Vereinsführung, die auch den Trainermarkt im Blick hat, sieht sie dann und Klopp als Favoriten. Wie gesagt, El Mundo waren die ersten, die darüber berichtet haben. Und ich habe schon gezweifelt, ob das wahr sein könnte oder nicht. Aber leider haben die anderen Medienhäuser hinterhergezogen. AS, Larguero etc. Wir hören uns da gleich ein bisschen was zu an. Aber der Artikel, der die Situation relativ gut zusammenfasst, ist der vom Marca. Den gehen wir jetzt zusammen durch und ich werde den immer wieder unterbrechen, um auch meine persönliche Meinung zu der Situation zu geben. Denn ich bin ganz ehrlich, ich bin ein bisschen fassungslos, ich bin enttäuscht, ich bin traurig. Viele Spieler haben mich sehr, sehr enttäuscht. Ich bin immer noch der Meinung, Xabi Alonso ist der richtige Trainer für dieses Projekt, wenn er den Rückhalt vom Präsidium bekommen würde. Aber fangen wir mit dem Artikel an und wie gesagt, ich werde immer wieder unterbrechen, um euch meine Meinung zu sagen. Frühmorgendliche Krisensitzung und Matchball gegen City. Krisensitzung im Bernabéu nach der Niederlage gegen Celta Vigo und vor dem Champions-League-Spiel. Kritische Situation für Xabi Alonso. Also da sind sich alle Medienhäuser einig, diese Krisensitzung gab es. Also die ist allgemein bekannt. Ja, der Sonntagabend im Bernabéu war lang. Nach der Niederlage gegen Celta Vigo, durch die Real Madrid nun 4 Punkte hinter Barcelona liegt, vor gut einem Monat hatten die Königlichen noch 5 Punkte Vorsprung, trafen sich die Vereinsverantwortlichen im Bernabéu, um das Fiasko gegen die Galizier und die gesamte Saison zu analysieren, die für die Königlichen in den letzten 5 Wochen eine unerklärliche Wendung genommen hat. Ja, das ist auch so ein Punkt, den ich nicht verstehe. Es lief super, selbst nach dieser Situation, Vini Junior und der Auswechslung gegen den FC Barcelona, weil viele sagen, das war der Startschuss zum Ende. Aber selbst danach in der Woche gegen Valencia haben wir ein super Spiel gemacht. Meiner Meinung nach fing alles an mit dem Spiel nach Liverpool. Ich kann mir nicht erklären, was da passiert ist, aber da fing die Krise meiner Meinung nach an.
Florentino Perez und seine Berater trafen sich zu einer Krisensitzung, die bis in die frühen Morgenstunden dauerte. Auf der Tagesordnung standen mehrere dringende Probleme, darunter die Formkrise der Mannschaft, die gegen Celta Vigo, die Real Madrid im Bernabeu dominierte, deutlicher denn je zutage trat. Auch die Verletzungsmisere, die vor allem die Abwehr betraf, Militaus schwere Verletzung war die jüngste in einer scheinbar endlosen Reihe von Rückschlägen, und natürlich die Schiedsrichterleistung, die zu 3 Platzverweisen führte und die Abwehr für das nächste Ligaspiel zusätzlich schwächte. Quintero González Leistung bestärkte die seit langem bestehende Ansicht der Vereinsführung, dass Schiedsrichterentscheidungen dem Interesse von Real Madrid im nationalen Wettbewerben nicht zugutekommen. Also, das ist so ein Punkt, den ich auch explizit nochmal klarstellen wollte. Real Madrid hätte gegen Celta Vigo wahrscheinlich mit jedem Schiedsrichter verloren. Es war ein Tag, an dem nichts geklappt hat. Celta Vigo war die bessere Mannschaft. Real Madrid, unsere Spieler, haben nicht die nötige Initiative ergriffen, nicht die nötige Aggressivität, die Intensität, nicht die nötige Laufleistung gezeigt. Erst als wir mit 10 Mann da standen, und das ist einfach nur eine Frechheit, dazu habe ich gestern ja schon meine Meinung gesagt. Aber trotz alledem hat dieser Schiedsrichter alles getan, damit Real Madrid nicht reagieren kann. Jede Entscheidung, die er gegen Real Madrid treffen konnte, hat er gegen Real Madrid getroffen. Ich habe gestern nochmal eine Zusammenfassung gesehen von 5 oder 6 Aktionen, wo er jedes Mal den Vorteil von Real Madrid weggenommen hat, obwohl Real Madrid die leidtragende Mannschaft war. Ich erinnere mich an die Situation gegen Mbappé, wo er von rechts alleine in den 16er gelaufen wäre. Einmal hatte Vini links eine gute 1:1 Situation, ein schneller Einwurf, wo er auf einmal so getan hat, als wenn er was vom VAR bekommen hätte, obwohl überhaupt keine Situation vorher da war. Er hat immer wieder den Rhythmus unterbrochen. Er hat die Spieler zum Rande der Verzweiflung gebracht. Und als er dann auch noch anfing, dass jeder Freistoß bitte genau von dem Punkt gespielt werden muss, wo das Foul stattfand, was in der modernen Welt des Fußballs doch nicht mehr normal ist. Wir alle schauen doch Fußball seit 20 Jahren. Es ist das Normalste auf der Welt, dass du den Ball einen Meter weiter nach vorne spielst und schnell spielst. Aber auch damit hat er immer wieder den Rhythmus unterbrochen. Die Spieler von Celta Vigo konnten sich immer wieder hinschmeißen, Krämpfe simulieren. Er hat sie damit durchkommen lassen. Und der hat 5 Minuten Nachspielzeit gegeben. Und wie gesagt, ich habe gestern schon etwas gesagt. Wenn ein Schiedsrichter einfach nur schlecht wäre und überfordert mit der Situation, würde er sich in beide Richtungen vertun. Aber wenn jemand immer nur in eine Richtung die Fehler macht, dann ist das alles kein Zufall. So sieht das auch der Vorstand von Real Madrid. Lesen wir mal weiter. Der wichtigste Teil des Treffens war den aktuellen Schwierigkeiten der Mannschaft gewidmet, die in den letzten 7 Spielen nur 3 Siege einfahren konnte. Im Mittelpunkt standen Xabi Alonso und sein Verhältnis zu einem Großteil der Spieler. Das angespannte Verhältnis zwischen dem baskischen Trainer und einigen Schlüsselspielern, das sich beispielsweise bei Vinicius' Auswechslung im Clasico zeigte, bereitet dem Verein große Sorgen. Das Spiel am Mittwoch gegen Manchester City gilt als stichtag für eine Reaktion von Mannschaft und Trainer. Vieles wird vom Ergebnis dieser Partie und der Leistung der Mannschaft abhängen. Allen voran die Zukunft von Xabi Alonso. Für ihn werden bereits Namen möglicher Nachfolger gehandelt, wobei Zinedine Zidane in den meisten Prognosen als Favorit gilt. Eine weitere komplizierte Option wäre Jürgen Klopp, der nach einer langen und erfolgreichen Zeit beim FC Liverpool derzeit nicht als Trainer tätig ist. Ja, also Xabi Alonso, es geht um seine Zukunft, es geht um seinen Kopf, so muss man das klar sagen. Und es geht sich nicht nur um das Ergebnis, es geht sich vor allem um die Leistung der Mannschaft. Das heißt, selbst wenn wir gegen Manchester City knapp verlieren sollten, aber die Mannschaft gibt alles. Und das ist ja der Punkt, den viele Mannschaften nicht verstehen oder viele Fans uns vorwerfen als Madridistas, dass wir Erfolgsfans wären, dass es uns nur um Pirouetten gehen würde, Hacke, Spitze, was weiß ich, Fallrückzieher. Und das ist absolut Quatsch. Bei Real Madrid heißt es nicht umsonst, hasta el final siempre Real. Bis zum Schluss immer Madrid. Wir wollen, dass unsere Jungs sich zerreißen. Bis zur 93., 94., bis zur 120. oder 122. Minute. Die müssen alles geben. Und dann kannst du gewinnen, verlieren oder unentschieden spielen. Aber wir Fans sind zufrieden.
Und darum geht es wohl auch dem Vorstand. Der möchte eine Reaktion sehen. Natürlich wollen wir gewinnen, natürlich sind wir Real Madrid. Aber es kommt viel mehr auf die Reaktion der Mannschaft an und um zu sehen, ob Xabi Alonso diese Mannschaft quasi noch erreicht. Ihr habt es selber gehört, es ist inzwischen öffentlich bekannt, dass er Probleme hat mit einigen Führungsspielern. Und ich bin immer noch fassungslos. Ich kann immer noch nicht verstehen, warum das Präsidium, der Vorstand von Real Madrid sich nicht öffentlich hinter Xabi Alonso stellt. Und auch wenn es Führungsspieler sind, auch wenn es Vini Junior ist, den ich verteidigt habe wie kein anderer, auch wenn es ein Fede Valverde ist, den ich seit Jahren als Seele dieser Mannschaft bezeichne, als wahrscheinlich wichtigsten Spieler im Kader, selbst wenn es ein Jude Bellingham ist, der für mich jedes Jahr ein Ballon d'Or-Kandidat ist, selbst die stehen nicht über der Institution Real Madrid. Und die Institution Real Madrid wird in der Kabine nun mal durch den Trainer Xabi Alonso vertreten. Also für mich, ich bin fassungslos und enttäuscht, auch vom Vorstand von Real Madrid. Aber der Artikel geht noch weiter. Die Krise bei Real Madrid ist in jeder Hinsicht deutlich geworden. Die einst so sichere Position in La Liga ist zugunsten des FC Barcelonas ins Wanken geraten. Trotz der Niederlage im Clasico und der prekären Lage in der Champions League scheint Barcelona Madrid sowohl leistungsmäßig als auch vom Gesamtgefühl her deutlich überlegen zu sein. Das Spiel am Mittwoch gegen einen prestigeträchtigen europäischen Gegner könnte für Real Madrid, insbesondere für Xabi Alonso, einen Wendepunkt markieren. Es ist bekannt, dass der Trainer in Krisenzeiten das schwächste Glied ist. Die Analyse der Vereinsführung haben jedoch keinen wichtigen Spieler verschont, was zu einem hitzigen Sommer mit zahlreichen Kaderumstrukturierungen führen könnte. Ja, den letzten Abschnitt wollte ich euch unbedingt auch nochmal vorlesen, denn der Vorstand hat sich nicht nur auf Xabi Alonso eingeschossen, sondern die sind auch unzufrieden mit der Leistung von einiger Spieler. Und wir reden jetzt hier nicht über die Leistungen von 5 Wochen. Bei einigen Spielern reden wir über die Leistung der letzten 12 Monate, sogar der letzten 18 Monate. Und der Vorstand ist davor nicht blind und er scheint bereit zu sein, im Sommer eine Sanierung zu machen, wichtige Spieler in diesem Kader zu verkaufen. Und ich finde wichtig, dass diese Information auch an den Kader gerät. Ja, wie ihr gehört habt, nach El Mundo, auch El Marca ist sich sicher, laut Quellen, das ist ein Endspiel. Ramón Álvarez de Mon, ein sehr seriöser Journalist, der sehr vorsichtig ist mit seinen Informationen, hat gestern ein YouTube-Video gemacht und er hat gesagt, auch wenn es ihm in der Seele schwerfällt, muss er die Information teilen, dass sich etwas geändert hat bei Real Madrid, bei der Situation Xabi Alonso und dass auch er zum ersten Mal die Information bekommen hat, dass dieses Spiel tatsächlich entscheidend für die Zukunft von Xabi Alonso bei Real Madrid ist. Er hat andere Namen gehört als Jürgen Klopp und Zinedine Zidane. Ihm wurden die Namen Zinedine Zidane und Álvaro Arbeloa gegeben. Also das sind die Real Madrid handelt. Aber im Laufe des Abends gab es Informationen, dass ein Jürgen Klopp quasi unmöglich ist. Auch ein Zinedine Zidane sei unmöglich. Deshalb im Laufe des Abends fiel immer mehr der Name Álvaro Arbeloa und Santiago Solari als quasi Interimstrainer. Aber wie gesagt, auch ein Ramón Álvarez de Mon hat das gesagt. Danach kam auch noch die Information von La Cope. Also wirklich alle Medienhäuser sagen das Gleiche. Es scheint tatsächlich, und ich bin immer noch fassungslos, ein Endspiel für Xabi Alonso zu sein. Der Radiosender, der diese Situation am besten zusammengefasst hat, ist tatsächlich El Larguero. Und es ist ein Stück, was ich euch jetzt vorspiele, das dauert 3 Minuten, aber ich kann euch versprechen, diese 3 Minuten lohnen sich. Hören wir da zusammen einmal rein. Die Wahrheit ist, die Sache mit Xabi Alonso ist schwierig, sehr schwierig. Die Sache mit Xabi Alonso ist kompliziert und das weiß Xabi Alonso selbst. Aber ich glaube, dass er am Mittwoch nicht entlassen wird, glaube ich. Was aber auch nicht viel heißen will, dass er am Mittwoch nicht entlassen wird und es dann am Sonntag sein könnte oder nächste Woche, wenn Pokal ist, falls, wie gesagt, die schlechten Ergebnisse anhalten, natürlich. Wenn nicht, dann rettet er sich eben von Woche zu Woche so mit Ach und Krach, so wie es bei Xabi Alonso eben läuft. Eine Woche streckt er den Kopf aus dem Wasser und in der nächsten wird er wieder untergetaucht. Und er reckt den Hals ein wenig, streckt den Hals ein wenig und in der nächsten Woche, zack. Und es scheint, als gäbe es wieder Zusammenhalt und gutes Spiel in Athen und alles ist super und das dauert dann 10 Minuten. Und in San Mamés scheint die Mannschaft besser zu spielen. Nein, nicht scheint, sie spielt besser, aber das ist nur von kurzer Dauer.
Und so ist es schwierig und vor allem, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Also, ich wiederhole, ich glaube, das ist schwierig, sehr schwierig. Aber bei Madrid hat man das Gefühl, dass sie Xabi Alonso nicht entlassen wollen, es sei denn, es gibt keine andere Wahl. Er ist ein Spieler, den sie respektieren, eine Persönlichkeit, die sie respektieren, für das, was er in seiner kurzen Trainerkarriere erreicht hat und für das, was er als Spieler bei Real Madrid war. Aber die Ergebnisse, mein Freund, die geben im Fußball nun mal den Ton an. Gestern gab es kein Treffen und heute auch kein Gespräch. Es gab keinen Kontakt zwischen Florentino Pérez und Xabi Alonso, auch nicht gestern Abend. Gestern Abend gab es aber einen Gipfel mit einigen Mitgliedern des Vorstands von Real Madrid, einen kleinen Krisengipfel in einer Situation, die sie als sehr schwierig einschätzen. Eine ernste Krise, was die Ergebnisse und das Spiel angeht. Denn es zählen nicht nur die Ergebnisse, sondern auch, was man auf dem Platz sieht. Und in dieser Krise, in dieser Sitzung gab es einige Mitglieder, die dafür waren, Xabi Alonso gestern Abend zu entlassen. Andere waren eher dafür, Ruhe zu bewahren. Vor allem auch mit Blick auf die Verletzungssituation. Bei Real Madrid ist man deswegen sehr besorgt, es sind schon 23 Verletzungen. Ich meine, klar, es ist auch schwierig, eine Aufstellung zu machen. Das soll die Fehler von Xabi Alonso und den Spielern nicht rechtfertigen oder kleinreden. Aber es stimmt, dass man sich bei Madrid im Moment große Sorgen wegen der 23 Verletzungen macht. Xabi Alonso spielt am Mittwoch gegen City um alles in einem weiteren Finale für ihn. Aber ich wiederhole, ich glaube also, solange City sie nicht an die Wand spielt, ihnen ein 0:5 verpasst, sie vorführt und es ein Debakel mit weißen Tüchern wird, glaube ich, dass er am Mittwoch nicht entlassen wird, glaube ich, im Falle einer Niederlage. Aber man muss sehen, was diese Woche passiert. Zuerst das Bernabéu und dann Vitoria gegen Alavés und mal sehen, was passiert. Es stimmt aber auch, dass die Option eines Ersatzes bereit liegt, falls man zum Skalpell greifen muss. Und wenn am Ende die Mannschaft gegen City eine Katastrophe erlebt und dann in Vitoria passiert, was eben passiert, dann am Ende, das hält doch kein Gott aus. Ich meine, es gibt keinen Trainer auf der Welt, der das überstehen würde. Bereit als Übergangslösung, also 2 Männer, die dann das Kommando übernehmen und die Spieler leiten würden. Mehr Details dazu geben uns gleich Anton Meana und Javier Herraiz. Übrigens, es ist nicht Zinedine Zidane. Zinedine Zidane wird nicht auf der Trainerbank von Real Madrid Platz nehmen, falls Xabi Alonso entlassen wird. Ja, und ich glaube, das fasst so die Situation ziemlich gut zusammen. Xabi Alonso hängelt sich quasi gerade so ein bisschen von Spiel zu Spiel. Der Vorstand, die Fans, er selber, die erwarten eine Reaktion von der Mannschaft. Wir wollen den Fußball sehen, den Xabi Alonso uns am Anfang der Saison versprochen hat. Aber damit dieser Fußball gespielt werden kann, muss die Mannschaft mitziehen und die tut es nicht. Und deshalb kann ich persönlich keinen Hass, keine Wut auf Xabi Alonso spüren, sondern immer mehr Enttäuschung über einen Großteil dieses Kaders. Und ich bin auch der Meinung, egal welcher Trainer kommen würde, egal wie der heißt, wenn das Problem in der Kabine liegt, in dem Kader, in den Spielern, die nicht bereit sind, simple Sachen zu machen, die du als Profifußballer nun mal machen musst. Laufen und kämpfen. 90 Minuten. Du arbeitest 2 Stunden am Tag. An Spieltagen arbeitest du 1,5 Stunden. Das ist doch nicht dein Ernst. Aber ich möchte mich nicht darüber aufregen. Wie gesagt, ich bin immer noch geschockt. Und ich habe euch gesagt, laut El Chiringuito, da gibt es nur eine Quelle, ob ihr der Quelle glauben wollt oder nicht. Derjenige, der die Information gibt, ist Edu Aguirre. Wir wissen, das ist ein guter persönlicher Freund von Cristiano Ronaldo, hat persönliche Interviews gegeben, die sind zusammen im Urlaub. Der scheint also schon eine direkte Verbindung jetzt auch noch zur Kabine von Real Madrid zu haben. Und er hat gesagt, Xabi Alonso hat sich zum ersten Mal ernster gestern vor dem Training an die Mannschaft gewendet. Hören wir uns das einmal an. Heute in Valdebebas. Einige Kapitäne sagten, es ist Zeit, morgen zu reden, womit sie den heutigen Vormittag in Valdebebas meinten. Real Madrid trainierte um 12 Uhr. Xabi Alonso kam um 8:45 Uhr an, versammelte die Spieler und hielt eine Ansprache. Er war der Einzige, der sprach. Bisher hat nur Xabi Alonso gesprochen. Mit wörtlichen Formulierungen wie, wir können verlieren, aber nicht auf irgendeine Weise. Wir müssen unsere Einstellung ändern. Zum ersten Mal hat Xabi Alonso die Einstellung der Spieler kritisiert.
Dann wollte er eine eher beruhigende Botschaft senden, etwas, das die Situation möglicherweise bestärken könnte. Xavi Alonso sagte in die Umkleidekabine: Ich glaube an euch, ich vertraue diesem Projekt, aber ihr müsst eure Einstellung ändern, ihr könnt nicht einfach so verlieren. Dann hielt er eine kurze Rede. Xavi Alonso hält das Spiel am kommenden Mittwoch für entscheidend und sagt, das Spiel gegen City könnte ein Wendepunkt sein. Ja, und um das so ein bisschen besser zu verstehen, muss man verstehen, was für ein Typ Mensch Xabi Alonso ist. Xabi Alonso ist jetzt kein José Mourinho, der da hingeht und Ohrfeigen verteilt oder Stühle rumschmeißt, rumschreit, in der Presse Spieler öffentlich anzählt. So, das ist nicht der Charakter. Aber wenn ein Xabi Alonso vor der Mannschaft schon über Einstellung redet, das ist wie wenn ich hier 10 Familienmitglieder von den Spielern beleidigen würde. Also das ist ungefähr das Verhältnis. Für einen Xabi Alonso ist das schon sehr aus seiner Haut rauskommen. Er ist ein sehr seriöser, sehr ernster Typ. Und ich kann nur hoffen, dass die Mannschaft das wertschätzen weiß, was die da für einen Trainer haben. Dass die endlich bereit sind, sich für den zu zerreißen. Ich bin immer noch voller Hoffnung, dass diese Mannschaft das Ruder rumreißen kann. Dass die endlich mal das machen, was der Trainer von denen verlangt. Und dass die uns Fans das geben, was wir wollen. Einsatz. Ja, mehr oder weniger ist das die Situation, in der Xabi Alonso gerade lebt. Das ist die Situation, die der Madridismo gerade durchlebt. Ein Vorstand, der eigentlich weiter mit Xabi Alonso arbeiten möchte. Aber wenn die Ergebnisse ausbleiben, bleibt dem Vorstand quasi nichts anderes übrig. Ja, und die paar faulen Äpfel in der Kabine setzen sich durch. Und das macht mich persönlich sehr wütend und sehr fassungslos. Ja, ich bin gespannt, was ihr zu dieser Situation zu sagen habt. Lasst eure Meinung dazu bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, lasst ein Like da, teilt dieses Video. Hypen, hypen, hypen. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid.